Peter Thiel, der deutschstämmige Milliardär und Palantir-Gründer, verlegt seinen Wohnsitz nach Argentinien. Und da stellt sich natürlich die sehr interessante Frage, wie kann er in Argentinien wohnen und gleichzeitig der argentinischen Steuerhölle entkommen? Mit dieser interessanten Frage wollen wir uns einmal in diesem Video näher auseinandersetzen. Noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache, wenn auch du dich für Lateinamerika interessierst, wenn du dir überlegst, dahin auszuwandern oder vielleicht auch einen Plan B dort zu etablieren, dann können wir dich umfassend dabei unterstützen. Mein Kollege Harley ist hier unser Inhouse Lateinamerika-Experte. Er hat alleine dieses Jahr 12 Länder in Lateinamerika bereist, um für dich dort mit Anwälten, Immobilienmaklern und Steuerberatern zu sprechen. Du kannst gern ein Beratungsgespräch mit ihm buchen. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Wir veranstalten auch regelmäßig Seminare zum Thema Lateinamerika. Und auch demnächst wieder wird es unser großes Lateinamerika-Seminar in Playa del Carmen in Mexiko geben, wo du eine Woche lang mit Experten aus den wichtigsten lateinamerikanischen Ländern sprechen kannst. Anwälte, Steuerberater, Immobilienmakler. Und natürlich haben wir dann auch noch Zeit, insbesondere Mexiko vor Ort intensiv kennenzulernen. Die wunderschöne Natur, Sehenswürdigkeiten, das hervorragende Essen. Ich würde mich freuen, wenn du dabei sein kannst. Auch hier alle weiteren Details auf unserer Webseite. Link dazu in der Beschreibung dieses Videos. Nun aber zurück zum eigentlichen Thema. Der berühmt-berüchtigte Multimilliardär Peter Thiel, deutschstämmiger Amerikaner, Gründer von Palantir, einer der ersten Investoren sowohl bei PayPal als auch bei Facebook. Er war vor kurzem in den Medien, weil er sich in Buenos Aires mit dem argentinischen Präsidenten Javier Milei getroffen hat. Dabei wurde gleichzeitig bekannt, dass Peter Thiel tatsächlich eine Immobilie in Argentinien erworben hat und auch seine Familie nach Argentinien umgezogen hat. Seine Kinder gehen dort nun in die Schule. Peter Thiel hat sich ja schon vielfach mit dem Thema Plan B beschäftigt. Wir wissen, dass er auch eine maltesische Staatsbürgerschaft hat und natürlich auch einen Aufenthaltstitel in Neuseeland. Er macht kein Geheimnis daraus, dass er sich Sorgen darum macht, in welche Richtung sich die westliche Welt bewegen, auch die USA bewegen. Und er sucht dort nach Schutzrefugien für sich und seine Familie. Argentinien ist hierbei zunächst mal keine überraschende Wahl. Mit Javier Milei ist ja dort ein Präsident an der Macht, der als libertärer Champion bekannt ist. Er hat natürlich viele positive Veränderungen in dem Land schon herbeigeführt. Vieles liegt natürlich aber auch noch im Argen. Insbesondere die steuerliche Situation, sie ist natürlich in Argentinien eine echte Katastrophe. Argentinien ist eine echte Steuerhölle. Anders als viele Nachbarländer in Lateinamerika ist Argentinien im Grunde genommen, zumindest wenn man sich die Steuersätze anschaut, kein besonders attraktives Land. Es gibt keine Territorialbesteuerung. Die Steuersätze sind unerträglich hoch. Man fühlt sich hier an Europa und andere entwickelte Regionen erinnert. Das ist so ein großes Problem, dass sich die argentinische Regierung vor kurzem genötigt sah, jene Personen, die sich für den argentinischen Pass interessieren, im Rahmen des neuen Citizenship by Investments Programms, dass Personen, die den Pass in Argentinien kaufen, und da wird ja gemunkelt von einem Preis von ungefähr $500.000, dass diese Personen eben nicht automatisch in Argentinien steuerpflichtig werden. Ich könnte mir vorstellen, dass Peter Thiel eben auch an einem solchen Pass interessiert ist, denn der argentinische Pass, der ist ja ein sehr guter Pass. Er ist zum einen ein Mercosur-Pass, das heißt, du kannst in vielen Ländern Lateinamerikas damit leben. Du kannst aber auch in viele Regionen, in viele Länder visumsfrei einreisen, unter anderem eben die Europäische Union bzw. der Schengen-Raum und demnächst eben auch die USA. Also wie gesagt, der argentinische Pass, er ist sehr attraktiv. Mal sehen, wie lange es noch dauert, bis man dann wirklich dort ein Investment tätigen kann, um den Pass zu bekommen. Da also Peter Thiel den Pass noch nicht hat und damit auch die Ausnahmeregelung nicht gilt, welche die argentinische Regierung hier für Passinhaber des Investmentpasses ausgelobt hat, wird Peter Thiel also nach wie vor unter die ganz normalen Steuerregeln fallen. Und das ist jetzt reine Spekulation. Ich habe auch nur die Informationen, die in die Öffentlichkeit gedrungen sind. Und da müssen wir uns natürlich zunächst mal damit
damit befassen, was jetzt genau die unbeschränkte Steuerpflicht in Argentinien auslöst. Und da ist Argentinien ein gewisser Sonderfall, den man so eigentlich auch mit vielen anderen Ländern nicht so ohne weiteres vergleichen kann. Ich möchte des Weiteren noch beifügen, dass natürlich in Lateinamerika, das kann man für fast alle Länder sagen, das, was dann im Gesetz geschrieben steht, auch nicht unbedingt das ist, was so dann von den Behörden tatsächlich eingefordert und umgesetzt wird. Da gibt es zum Teil gravierende Diskrepanzen und viele lateinamerikanische Regierungen sehen das so, dass man bestimmte Grauzonen auch als Grauzonen belassen soll. Das will ich hier sowieso nochmal anfügen. Aber auf der anderen Seite würde ich natürlich davon ausgehen, dass eine exponierte Persönlichkeit wie Peter Thiel sich nicht erlauben kann, hier besonders hart am Wind zu segeln und einfach die steuerlichen Regelungen dort ignoriert. Ich gehe also davon aus, dass er sich an die gerade genannten komplexen steuerlichen Vorschriften tatsächlich hält. Wer gilt also nun als unbeschränkt steuerpflichtig in Argentinien? Also wer muss Steuern auf sein weltweites Einkommen zahlen? Nun, es sind zunächst mal argentinische Staatsbürger, die in Argentinien leben, und es sind Ausländer, die in Argentinien eine unbeschränkte Aufenthaltsgenehmigung haben. Das heißt also, jeder, der einen unbeschränkten Aufenthaltstitel hat, er würde in Lateinamerika dann unter die unbeschränkte Steuerpflicht fallen. Wer den unbeschränkten Aufenthaltstitel in Argentinien erhält, der ist dann ab dem ersten Tag des Folgemonats in Argentinien mit seinem weltweiten Einkommen unbeschränkt steuerpflichtig. Da können wir also schon mal ziemlich sicher sein, wahrscheinlich, dass Peter Thiel den unbeschränkten Aufenthaltstitel in Argentinien noch nicht hat und ihn vermutlich auch nicht erwerben wird und auch nicht erwerben will. Damit ist natürlich auch klar, dass Argentinien kein Land ist, das wenigstens mit einer permanenten Aufenthaltsgenehmigung für einen Plan B wirklich geeignet ist. Und das ist natürlich eine interessante Angelegenheit, denn normalerweise ist ja die Steuerpflicht nicht an den Aufenthaltstitel geknüpft, aber in Argentinien ist das eben definitiv der Fall. Also hier kommt es nicht an, wie viele Tage man sich in Argentinien aufhält. Und wie gesagt, ich rede jetzt hier vom permanenten Aufenthaltstitel, also von der Daueraufenthaltserlaubnis. Es kommt also nicht darauf an, wie viele Tage man sich dann per se im Land aufhält, sondern man ist dann eben tatsächlich mit Erhalt der Daueraufenthaltserlaubnis in Argentinien steuerpflichtig. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn man sich überhaupt nicht in Argentinien aufhält, löst sich das Problem auch auf. Denn sowohl die temporäre Aufenthaltserlaubnis als auch die permanente Aufenthaltserlaubnis schreiben vor, dass man sich mindestens 183 Tage in Argentinien aufhält. Tut man das nicht, verfällt sie sowieso. Und damit wird natürlich dann auch die unbeschränkte Steuerpflicht in Argentinien tatsächlich wegfallen. Jetzt wirst du dich vielleicht fragen, wie das ist, wenn man sich hier um den argentinischen Pass bewerben will. Und ich meine jetzt nicht die Citizenship bei Investment-Route, sondern Argentinien ist ja dafür bekannt, dass man dort sehr schnell den Pass auch beantragen kann, dass man sich dort sehr schnell einbürgern kann. Das funktioniert dort eben schon nach 2 Jahren. Und dafür ist es eben nicht notwendig, dass man die Daueraufenthaltsgenehmigung hat, sondern da reicht es auch, die Temporary Residence zu haben. Allerdings gibt es eben dort ein zusätzliches Problem, denn um den Pass zu beantragen, muss man tatsächlich 2 Jahre permanent, dauerhaft, ohne Unterbrechung sich in Argentinien aufhalten. Da wurde 2025 das Gesetz angepasst und nur ein Tag Abwesenheit setzt die Uhr letztlich zurück. Das heißt, wenn ich den Pass beantragen möchte, auch mit temporärer Residency, dann bin ich tatsächlich 2 Jahre lang in Argentinien. Und wie wir gleich sehen werden, löst das dann auch die unbeschränkte Steuerpflicht tatsächlich aus, selbst wenn die Passbeantragung keinen Daueraufenthalt erfordert. Kommen wir jetzt also zu der eigentlichen Frage, was Peter Thiel vermutlich, meiner Vermutung nach, unternimmt, um nicht in Argentinien unbeschränkt steuerpflichtig zu werden. Also erstens, ich vermute, er hat keine permanente Aufenthaltsgenehmigung, keine Daueraufenthaltsgenehmigung, sondern er wird dort planen, eine temporäre Aufenthaltsgenehmigung zu haben und dann wahrscheinlich sich den Pass zu kaufen. Dann braucht er auch keinen Aufenthaltstitel mehr. So nehme ich wenigstens an. Wenn er den Pass hat, ist er ja auch nicht automatisch dann unbeschränkt steuerpflichtig, hatten wir ja vorhin schon gesagt. So.
Wenn du nun die temporäre Aufenthaltsgenehmigung in Argentinien hast, dann haben wir ja gesagt, dann musst du dich mindestens 183 Tage dort aufhalten. Ansonsten wirst du diese wieder verlieren. Das gilt möglicherweise auch für Peter Thiel, wobei ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen kann, dass er sich 183 Tage lang in Argentinien tatsächlich aufhalten wird. Ich vermute wahrscheinlich eher, dass er dort überhaupt keinen Aufenthaltstitel hat momentan, sondern dass er einfach mit einem Besuchervisum dort sich aufhält. Besucher können ja dort auch mehrere Monate sich aufhalten. Das kennen wir auch aus dem Schengen-Raum. Das heißt, er reist einfach an mit seinem Pass, bleibt dort einige Tage, einige Wochen und reist dann wieder aus. Seine Familie, die ja auch offensichtlich dort lebt, so hat man es wenigstens den Medien entnommen, die Kinder gehen dort zur Schule, haben dann vermutlich eine temporäre Aufenthaltsgenehmigung oder vielleicht sogar einen Daueraufenthalt. Bei Kindern ist es ja egal, weil sie sowieso noch nicht verdienen. Wenn man jetzt aber eine temporäre Aufenthaltsgenehmigung tatsächlich hat für Argentinien, dann wird die unbeschränkte Steuerpflicht dann ausgelöst, wenn man sich dort 12 Monate lang permanent dauerhaft aufhält. Was heißt permanent und dauerhaft aufhält? Wenn du in 12 Monaten für weniger als 90 Tage von Argentinien abwesend bist. Das heißt, du kannst also durchaus, wenn du möchtest, mehr als 183 Tage dich in Argentinien aufhalten. Und das musst du ja sogar auch, wenn du die temporäre Aufenthaltsgenehmigung behalten möchtest. Aber wenn du dann dich dennoch mehr als 90 Tage nicht in Argentinien aufhältst, dann wirst du dort eben auch nicht unbeschränkt steuerpflichtig, sondern du bleibst dann dort beschränkt steuerpflichtig. Wenn dir also Argentinien gefällt, wenn dir der Lifestyle gefällt, wenn du vielleicht sogar eine Familie dort hast, vielleicht dort eine Immobilie kaufen möchtest, dann kannst du das eigentlich relativ gut planen, denn die meisten Geschäftsreisen werden ja ohnehin ausgedehnte Reisetätigkeiten haben und somit die 90 Tage leicht erfüllen können. Wenn du den Pass in Argentinien beantragen willst, dann musst du das möglicherweise richtig timen. Dann musst du vielleicht sagen, okay, ich akzeptiere, dass ich jetzt 2 Jahre mich permanent tatsächlich nonstop, ohne Pause, ohne Reisen in Argentinien aufhalten kann, wenn das überhaupt für irgendjemanden realistisch ist, der hier zuhört. Und dann müsst du halt in dieser Zeit deine Einkünfte so strukturieren, dass die hohen Steuern in Argentinien für dich dann ein Problem werden, wobei das auch schon ziemlich kompliziert ist. Ich weiß nicht, wie man das jetzt konkret realistisch, ganz praktisch, pragmatisch umsetzen könnte. Man kann natürlich Holdinggesellschaften haben, man kann Stiftungen haben und sich nichts ausschütten. Sowas geht sicherlich, aber scheint mir doch ziemlich kompliziert zu sein. Aber wenn dir der Pass egal ist, dann kannst du durchaus Zeit in Argentinien verbringen. Mehr als 183 Tage pro Jahr kannst du da tatsächlich aufhalten, ohne jetzt die unbeschränkte Steuerpflicht auszulösen. Und das wird möglicherweise Peter Thiel tun, wobei eben, da muss er 183 Tage mindestens sich aufhalten, sonst verfällt die Aufenthaltsgenehmigung. Ich vermute eher, dass seine Familie eine solche temporäre Aufenthaltsgenehmigung hat und er selbst wahrscheinlich einfach nur immer als Besucher im Land ein- oder ausreist, bis er dann irgendwann den Pass bekommen wird. Also, wie du sehen kannst, Argentinien sehr kompliziert. Das erinnert mich an Italien, sehr komplizierte, sehr verworrene Vorschriften, die auch nicht immer Sinn machen, die sich zum Teil sogar widersprechen. Aber natürlich, wenn selbst Peter Thiel Argentinien als einen Wohnsitz auserkoren hat, dann ist wahrscheinlich was dran. Dann solltest vielleicht doch du dir überlegen, ob Argentinien auch für dich in Frage kommt. Wie du sehen kannst, natürlich bereitet das dann jede Menge Kopfzerbrechen, vor allen Dingen, wenn man eben ganz gut verdient und international verdient. Da muss man natürlich dann sehr aufpassen, dass man hier nicht in eine ganz tiefe Steuerfalle tappt. Da kommt man dann ja, wenn man aus Deutschland oder Österreich nach Argentinien zieht, da kommt man dann vom Regen in die Traufe, wenn man nicht aufpasst. Und das muss man natürlich gut planen. Wahrscheinlich ist die einfachste Lösung tatsächlich zu sagen, dass man vielleicht in einem Nachbarland Argentiniens einen Aufenthaltstitel hat und nach Argentinien als Besucher einreist. Damit hat man vermutlich am meisten Flexibilität. Also, wenn auch du dich für eine Auswanderung nach Argentinien interessierst, wenn du dich für einen Plan B in Lateinamerika interessierst, dann können wir dich gerne dabei unterstützen. Buche ein Beratungsgespräch mit meinem Kollegen Harley, der unser Lateinamerika-Experte ist. Oder ich würde mich natürlich freuen, dich bei unserem Seminar und unserer Erlebnisreise in Playa del Carmen begrüßen zu dürfen. Details dazu und zu allem anderen auf unserer Webseite, Links in der Beschreibung dieses Videos. Wir helfen seit 20 Jahren Mandanten dabei, sich steuerlich zu optimieren, auszuwandern, zweite Staatsbürgerschaften zu erhalten, einen Plan B im Ausland zu etablieren, ihr Vermögen vor der Zugrifflichkeit des Staates zu schützen. Ich selbst bin vor mehr als 25 Jahren aus Deutschland, aus der EU tatsächlich ausgewandert. Ich habe diese Entscheidung nie bereut. Ich denke, du wirst es auch nicht tun. Und in diesem Sinne würde ich mich freuen, auch dich alsbald zu unserer Mandantschaft zählen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor?
Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.